Sehr vielen Dank schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns sehr, dass du wieder hier mit uns bist, dass wir von dir wieder können eine Geschichte mit dir mitteilen, und in uns anspornen, unseren Vater im Himmel zu loben und zu preisen, und zu danken für alles, was er für uns getan hat. Wie er uns Leben verändert hat und wie er uns hilft, dass wir auf diese Erde können ein Leben für arm leben. Euer ich mit der Geschichte anfangen, oder ich war froh, weil auf Jude den Subscriber anklicken, wo dann sehr frei, wenn ihr das teilt, auch an seine WhatsApp-Nummer, dem habe ich auch, dem kann ich auch abschreiben, dann uns mal ein Audio-Schätchen, vielleicht uns mal ein kleines Video-Schätchen, vielleicht ein Bild, da wo dann sehr frei, so wie dann einmal Videos machen, auch wo die, wenn ihr uns seine Bilder schätchen, seine Videos, dort wieder können, auf einen Video nachmachen, dann in der ganzen Welt, dann schätchen, dass alle Menschen den seine kennen. Dort wird sehr fan sein, wenn ihr dort seid, wie möchte ich uns sehr dort anspornen. Das ist einmal so fertig für ihn zu stehen. Es gibt mir bloß so sehr schein, ein bisschen mitteilen mit uns, wie Gott uns vor dem Himmel ist, wie er uns vorbereitet hat, am zu loben und am zu preisen. Mit dem Gauf, was er uns alle gegeben hat. Bist du auch froh, dass du auch in dieser Gruppe Menschen sind, die Jesus hier hat? Vielleicht hast du eine Person von dir, die hier in diesem Video gehört hat. Vielleicht setzt du da eins mit einem ganz klumpen Sünde, eins auf dem Stuhl, oder du fährst vielleicht mit dem Chor, oder mit dem Auto, oder was immer. Vielleicht bist du ein bisschen traurig von dir, und vielleicht fehlt dir eins ein bisschen Anspannung. Weißt du was? Jesus wacht von dir ab die. Er wird die von dir weiter anspannen, dass die arm wirst noch folgen. Bist du bereit, deinen Herrn und den König aller Könige zu begegnen, dass du dein Leben von dir gelebt hast? Bist du bereit, Jesus zu begegnen, wenn du sterben sollst von dir? Das freut mich auch immer. Und weißt du was? Ich freue mich für den Tag, wenn Jesus wird für mich stehen und er wird zu mir sagen, mein Kind, komm mit mir im Himmel hin. Du hast eine gute Arbeit getan. Ich hoffe und ich weiß, dass Gott mir das versprochen hat. Und ich sie sehen deiner. Ich sie Gott sehen deiner. Und ich sie so froh, dass ich sein Kind sehe. Und ich sie so froh, dass ich kann, was christlich in diese YouTubes nennen. Während du hast so viel Garbage, so viel Schlechtes an diesen YouTube, wo immer in der Welt ist, du hast so viel Schlechtes, so viele Menschen, die leiden. Ich will die anspannen wollen, mein Leben tauchen. Wie steht das mit dir in deinem Leben von dir? Bist du glücklich, dass du von dir nur diesen Video kickst? Hast du vielleicht eins, wo Sinn in deinem Leben, wo du das vielleicht abbringen? Vielleicht hast du eins, wo die anderen Menschen nicht weiter tun. Und vielleicht hast du das all so viele Jahre verstärkt. Vielleicht hast du das verstärkt für deine Frau oder für deinen Mann, für deine Eltern. Kinder, hast du vielleicht eins, wo Sinn in deinem Leben, Jugendliche? Weißt du was? Ich möchte die anspannen von dir. Du abbringen, ehe du dem Meister, dem König aller Könige begegnen wirst. Während der Tag wird meist für hier sein. Wenn du von dir in der Welt kickst, da ist so viel Unheil, so viele Throne sind in der Welt, so viele Menschen sind so eidlich. So eidlich. Das gibt aber so viele Menschen, die an keinen Gott glauben. Die Menschen sind reich. Die sind steinreich, die haben aber ganz jämmerlich sehr viel Geld. Aber weißt du was, du am Hort ist das allerladig in Dreich und das klappert so Dreich als dort. Weißt du was, Jesus, der immer war, der zu sagen, kommt alle an mich, die hungrig sind und die durstig sind. Ich will ihnen zu essen geben, ich will ihnen zu trinken geben. Und dann will ich niemals mehr durstig sein, niemals mehr hungrig sein. Jesus macht das von dir mit dir tun. Bist du bereit, am Not zu folgen? Als ich so 16 Jahre alt war, dann war ich ein Koch für eine Zeit in meinem Leben. Vielleicht der schlechteste Zeit in meinem Leben. 15, 16 Jahre alt. Ich hatte keine Hoffnung für Maria. Wie wir ein armes Lied in der Männerkolonie. Schlecht angesehen für viele Menschen. Konnte noch einmal sagen, schlecht angesehen. Ich fühle mich, das war ein Hund im Dorf. Wenn ich da Hand hatte, kickte mir alle Schrotz an. Ich glaube Gott, da ist es schlimm wie.
Aber so fühlt ich mich. Ich fühle mich zoals de armste Rat im Dorp. Ich fühle mich so, alle Menschen kijken mich an und dachten, Mensch, was ist das doch für ein Glamskopf? So fühle ich mich. Und dann dachte ich auch so eins von, naja, dass ich auch wirklich ein Glamskopf wäre. Weet je wat, in de Zoton der dort sehr Föderes in der Stadt. Hij will das noch viel schlechter machen. Dann wie ich Koch bei Bulldozers. Seine Arbeit will ich gleich haben. Aber ich möchte ein klein bisschen vor dem, dass ich Koch wäre. Hat ich auf eine Stätte eine sehr feine Arbeit gekriegt. Heute eine sehr feine Arbeit gekriegt in Loma Plata. Und dann kam da ein anderer Mensch an. Und ich will hier keine Namen erwähnen. Ich will keine Menschen nicht rauftalen. Ich will ihnen bloß ein bisschen mitfeilen lassen, weil ich feile das. Wenn wir alle arm wären, ich wäre so froh, dass ich diese Arbeit gekriegt habe. Dann kommt da ein anderer Mann an und sagt, dem Klaus ist ein Jung, dem braucht wir hier gleich, mein Jung wird hier arbeiten von mir wieder. Dann muss ich nach Hause gehen und dann kann ich da arbeiten. Weißt du was, das ist sehr weh in mein Hart. Das ist sehr weh. Ich habe nicht mal den Power, dass ich dem da was sagen. Wenn es heute das liegt, das nicht janem, heute das mit janem Deal machen. Ich will gleich dabei, aber ich habe dem Lothar können sagen, dem das sehr frech sagen. Ich habe nicht mal den Mut dort. Ich fühle mich so wie eine kleine Maus wie im Dorf, dass ich nicht wird wie. Aber weißt du was? Wenn ich nicht recht hätte, da, ich glaube, Gott sagt, Eduard, ich habe andere Sachen für die, was du tun sollst. So, wie das ich weiß, der Mensch arbeitet von dir nach in der Gegend. Und ich sehe dem auch gleich da. Ich sehe dem nicht da gewesen. Das hat mich bloß sehr weh im Hart. Ich dachte, Mensch, ich sehe mir so ein armer Mensch. Wenn es wo ich so eine feine Städte schreien habe. Jana hat sich dort viel besser verdient als ich. So viel liebt mich da immer. Von der weiß ich, dass Gott mich bloß vorbereitet, dass ich eines Tages Anbot deine mit einer anderen gab. Dass ich nicht mal gedacht habe, dass ich so eine Gabe hatte. Aber dann fuhr ich nur die Bulldozer, die durch Koch sind. Ging mir sehr schlecht, für eine ganze Woche oder zwei, wohnte ich da am Boschmank, seine Bulldozer vorbereitet. Und dann habe ich da ein bisschen mitgedacht damit. Eines Tages, als ich von dem Bulldozer dann nach Hause kam, da warte ich an, dass meine Eltern wo die Fuß tragen. Die nicht nur bloß Fuß tragen, die tragen 800 oder 700 Kilometer Fuß von da, wo wir wohnen. Von Loma Plata nach Tres Palmas aus Paraguay. Ich kann nicht mal so weit denken. Und ich wollte dann dass wir alle Sachen auf einem großen Truck, auf einem großen Kamion ab, und dann fuhren wir nach Tres Palmas. Als wir in Tres Palmas ankamen, da waren reiche Menschen. Da waren sehr feine Menschen. Dat is de dag als ik een nieuw leven met God aanvang. Ik deed niet gleich bekehren, aber ik vang een nieuw leven aan. Ik hield van Stutze ab met Schmähchen sogar. Aber da wohnen wir in ein kleines Häuschen, das hat bloß ein Grasdach. Für die ersten paar Monate. Aber keiner kennt uns. Wir wären da nicht bloß der Bierenklosses ihrer Junges. Da wären wir einer von den Allen. Keiner wüsste unser Hintergrund nicht. Mein Vater und meine Mutter, die kauften sich da ein feines Haus nachher, dann wohnen wir da. Dann ging ich in der Jugend, mit der Jugendhaupt, der hat eine feine Kirche. Der hatte da allerhand Sachen, die waren sehr feine Menschen. Wir waren sehr gut zu uns. Das ging bloß sehr schön da wohnen. Eines Tages sagte ich zu meiner Mama und meinem Pa, ich will mal mit meinem Bruder nach Chaco fahren, mit dem Motorrad. Dann war ich 17 Jahre alt. Dann fuhren mein Bruder und ich mit dem Motorrad, mit dem Motorbike, von Tres Palmas nach Chaco. 1977. 1977 zu Weihnachten. 2 Bengels, 17 und 15 Jahre alt. Dann sahen wir uns auf dem kleinen Suzuki tachendig mit dem Motorrad ab. Mein Bruder Wilfried, wir hängen mit, der hat eine Buddel voll Nafta, Gas. Wenn es von Ascension bei dem Chaco gibt es keine Tankstelle. Dann fuhr wir durch Ascension durch, 17 Jahre alt, mit dem Motorrad nur der Walzer, wie im Paraguay-Fluss.
En daar wacht we dan dat de Walser losging zu Marius. Dan fuhren wir mit der Walser, dort ist eine Ferry, die geht über den Fluss über, und dann fuhren wir ganz bei dem Chaco. Ich glaube, wir sind die ersten junge Jugendliche, die jemals mit dem Motorrad von Ascension nach Chaco gefahren sind, allein. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, dass jemals ein anderer das getan hat. Und in 1977. Wir merken das bei dem Chaco. Dann fuhren wir nach meinen Großeltern. Die haben sich meist gekriegt, wachgestanden, dass ihre Großkinder von Tres Palmas, ich weiß nicht, wie das ist, ich glaube, es saß 700, 800 Kilometer auf. Ich habe mich nach Hause gefahren, nach der Haus, für Weihnachten. Was ich Ihnen sagen will, Gott fing an mit mir zu arbeiten, als ich ein kleiner Junge war. Und er gab mir allerhand verschiedene Städte, wo ich hinfahren in der Welt sein. Als ich in Tres Palmas war, dort habe ich mir die Augen aufmerken für die große Welt zu bieten. Wenn ich auf der Städte geblieben wäre, wo der andere Mensch mit der Arbeit steht, Futtheim in Loma Plata, dann würde ich da vielleicht von der nach arbeiten. Das ist die Geschichte, die ich die Welt verteile. Wenn ich da wie geblieben und Jana mich nicht die Arbeit weggenommen, dann wäre ich da vielleicht von der nach. Gott hat einen anderen Weg. Er brachte mich von da nach Tres Palmas. Und von Tres Palmas war 3 in Loma Plata. Aber dann wir mir die Augen aufgegangen, dass dort eine große Welt zu bieten gibt. Von der ich Gott seine Gnade, sehr wie in all den Ländern gewasst. Gott geloben und gepreisen. Für die Menschen ein Zeugnis gewasst, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Das dort hat Gott auch mit dir, das dort will er auch mit mir tun. So, wenn du mit uns denkst, dass es nicht reich, was da passiert ist, Gott hat was anderes für dich gemacht. Und dort möchte ich dich mit angesprochen haben mit dieser Geschichte. Wenn du vielleicht traurig bist, dass der andere eine feine Wirtschaft gekriegt hat, was du was haben, und Gott hat dir nicht gegeben. Vielleicht hat er was anderes mit dir halt tun. Nicht vielleicht, dort hat er wohl tun. Da möchte ich dich nicht anspornen. Da nicht stellen, dass du vielleicht nicht so gesehen bist als ein anderer. Gott hat dir auf einer anderen Stadt viel doller gesehen als Janem. So, nu kann ich hier Ferien stehen, nu wohne ich hier in Kanada. Meine Freunde, ich in der ganzen Welt reisen, für die Menschen zu stehen, ein Zeugnis von unserem Jesus zu sein. So, nu sehe ich so Freude, dass Gott mir die Weg so fein gemacht hat. Heute das auch mit dir. Weil wir doch taub gehen, Brüder und Schwestern. Weil wir doch taub gehen als Brüder und Schwestern. Als die Plautdietsche Menschen, jeder mit seiner Gabe, unserem König aller Könige, Jesus Christus, am Deine von ganzem Herzen. Wir wünschen dir und deiner Familie einen schönen Tag mit Jesus.